Okay, Father, we pray, bless these words to our hearts. Vater, wir bitten dich, segne diese Worte und In fülle unser Jesus' Herz name. in Jesu Namen. Amen. Amen. I want to talk about let your hearts not be troubled. Ich will darüber reden, dass ihr euer Herz nicht betrübt sein lassen sollt. My wife asked me not to say this, but I'm going to say it anyway. Meine Frau hat mich gebeten, das nicht zu sagen, aber ich würde es trotzdem sagen. My wife's not here this morning. Meine Frau ist heute Morgen nämlich nicht hier. She is on her way to Germany to visit someone Sie ist auf dem Weg nach Deutschland, um jemanden zu besuchen, with Beata. mit Beata. So because she's not here, I'm just going to say it. Und weil sie heute nicht da ist, würde ich es einfach sagen. We are 2 weeks from the year of Jubilee. Wir sind 2 Wochen entfernt von dem Jubeljahr. And to some people it means nothing. Für manche Leute bedeutet das nichts. To other people it means absolutely everything. Für andere Leute bedeutet das alles. And I've never seen such a diversity of opinions and ideas and beliefs as I do right now. Und ich habe noch nie so viele verschiedene Meinungen und also den Glauben von Leuten gehört wie bei diesem Punkt. My wife said to me on Tuesday, "You're not going to mention anything about September this Sunday, please." Und meine Frau hat mir gesagt, du erwähnst diesen Gottesdienst bitte nichts über September. I said, "I will try not to, Und ich habe gesagt, ich werde probieren, das nicht zu tun. but I do have to listen to the Lord. Aber ich muss dem Herrn gehorchen. Let not your hearts be troubled." Lasst euer Herz nicht betrübt sein. I mean, the opinions and the emails I'm receiving are from the full entire spectrum. Die E-Mails und die ganzen Meinungen, die ich da bekomme, die bedecken das ganze Spektrum ab. And to me, this is just very relevant for our church, so I want to address it. Und für mich scheint es sehr wichtig für unsere Gemeinde zu sein, deswegen spreche ich es We nochmal can an. stick our heads in the ground Wir können unseren Kopf in den Sand stecken and just ignore everything, und einfach alles ignorieren. or we can think it through together, Oder wir können es gemeinsam durchdenken. respectfully, Mit Respekt. honoring each other's opinions and Und wir convictions. ehren die Überzeugungen und die Meinungen voneinander. But I'm receiving emails from one side, and the next email is from the other Und side. ich bekomme ein E-Mail von der einen Seite und dann das nächste E-Mail ist genau von der anderen Thank you, Seite. Pastor Rob. Jesus is coming very, very soon. Danke, Pastor Rob, weil Jesus kommt sehr, sehr bald. Pastor Rob, I completely disagree. Pastor Rob, ich stimme This nicht is mit dir not überein. good for the church. Das ist nicht gut für die Gemeinde. You're scaring people. Du machst den Leuten Angst. Even my wife says, "Hon, you're scaring people." Und selbst meine Frau sagt, Schatz, du machst den Leuten Angst. Mary woke up one morning. The first thing she said to me, Mary ist eines Morgens aufgewacht und das Erste, was sie mir gesagt hat, ist, "Nothing's going to happen in September. Nothing." nichts wird im September passieren. Nichts. So I said, "Just stay there." Ich habe gesagt, bleib einfach da. I grabbed my Bible. I came back, Ich habe meine Bibel geholt, bin zurückgekommen and I said, "Just listen." und habe gesagt, hör einfach nur zu. And I read about the Lord descending. Und ich habe darüber gelesen, wie der Herr wieder I said, herabkommt. "Hon, nobody can say nothing's going to happen, and nobody can say something's going to Ich happen." habe gesagt, Schatz, niemand kann sagen, es wird nichts passieren und niemand kann sagen, dass es passieren But wird. this week we've already seen something happen. Aber diese Woche haben wir bereits gesehen, dass etwas passiert. I called my mother. Ich habe meine Mutter I angerufen, said, "Hi, Mom. How you doing?" frag, hi, hallo Mama, wie geht's dir? China just lost $3 trillion. China hat gerade $3 Billionen verloren. We just lost $1.2 trillion. Und wir haben auch 1,2 Billionen verloren. I said, "Hi, Mom. How you doing?" Ich so, hey Mom, wie geht's dir? She's just talking and talking and talking. Und sie fährt fort und redet weiter. What has already happened this week, Was bereits diese Woche passiert I ist, have been told, is worse than what happened 2008. ist schon schlimmer als das, was im Jahr 2008 passiert ist. So nobody can say nothing is happening. Something is already happening. Niemand kann sagen, es wird nichts passieren, weil bereits etwas passiert. But Jesus said, "Let not your hearts be troubled." Aber Jesus hat gesagt, dass eure Herz nicht betrübt sein. Do I know what's going to happen? Weiß ich, was passieren I wird? have no idea. Ich habe keine Ahnung. Will Jesus come? Wird Jesus I wiederkommen? have no idea. Ich weiß es nicht. Will September come and go? Wird der September einfach vorbeigehen? I have no idea. Ich weiß es nicht. Will the economists fix the economy supernaturally? Werden die Wirtschaftsexperten irgendwie die Wirtschaft wieder reparieren können auf übernatürliche Art und Weise? I seriously doubt it. Das bezweifle ich stark. God knows. Gott weiß es. All I know Alles, was ich is weiß, that I am ready on both sides. dass ich, egal auf welcher Seite man steht, I bereit am bin. ready to see the Lord.
Ich bin bereit, vor dem Herrn zu I stehen. have always lived to see the Lord. Ich habe immer so gelebt, dass ich bereit bin, den Herrn The mission gegenüberzutreten. statement of my life Das Mission Statement meines Lebens ist, is to hear the words, well done. die Worte zu hören, gut gemacht. I've been living that for 39 years. Und danach lebe ich seit 39 Jahren. If anybody even signals that the Lord might come, I'm interested. Und sobald mir irgendjemand so das signalisiert, dass der Herr kommen könnte, bin ich interessiert. My wife is very much not like that. Meine Frau ist ganz anders. She's very focused in ministering to people. Sie ist sehr darauf konzentriert, den Leuten zu dienen. She's visiting people all the time. Sie besucht die ganze Zeit Menschen. I said, "Hun, listen. Ich sage, Schatz, hör zu. If I was in Liberia and I was taken captive Wenn ich in Liberia bin und gefangen genommen and werde nobody knew where I was, und niemand wüsste, wo ich bin, and then you got an email that said maybe we might know where he is, und du bekommst diese E-Mail, wo drinnen steht, vielleicht wissen wir, wo er ist, wouldn't you be excited?" wärst du da nicht aufgeregt? I said, "How come people are not excited about the possibility that Jesus could come back?" Und ich frage mich halt, wie können Leute nicht aufgeregt sein, wenn es die Möglichkeit besteht, dass Jesus wiederkommen könnte? I am always extreme in everything I do. Ich bin immer extrem in allem, was ich tue. Jesus March was extreme. Der Jesusmarsch war extrem. The second one was Das extreme. zweite Jesusmarsch war extrem. The fact that I live in Europe is extreme. Die Tatsache, dass ich in Europa lebe, ist The extrem. amount of work we put into the cellar is extreme. Der Arbeitsaufwand, den wir in den Keller gesteckt haben, ist extrem. My wife says, everything you do is extreme. Meine Frau sagt, alles, was du tust, ist extrem. Yeah, that's the way I am. Ja, so bin ich halt. And I'm ready for anything. Und ich bin bereit für alles. I would love to see Jesus come back in September. Und ich würde es lieben, wenn Jesus im September wiederkommt. I just think, what is it going to be like when I'm suddenly like him? Wow. Wie wäre es, wenn es auf einmal so in einem Moment ist, dass ich auf einmal so bin wie er? I said, what will it be like if we actually hear trumpets? Wie wäre es, wenn wir auf einmal diese Posaune I hören, start to die get goosebumps Trompeten? all over, like, Und ich bekomme überall Gänsehaut. ooh. It's like, there it is, there it is, there it is. Und du hörst die There he is! Trompete und sagst, es kommt, jetzt kommt's. And suddenly, we're changed. Und auf einmal sind wir verwandelt. It's going to happen one of these days. Es wird passieren an einem dieser Tage. Absolutely, it's Bible. Es steht in der Bibel I drin. was talking to a Christian leader, Ich habe unlängst mit einem christlichen Leiter and he gesprochen. said, it was at some kind of event, Das war auf irgendeinem Ereignis. and he said to me, Er sagte zu mir, this idea diese Idee, of Jesus coming in the clouds dass Jesus in den Wolken kommt for the church für die Gemeinde, is not something that me and my friends believe. ist nichts, woran ich oder meine Freunde glauben. What? Was? I said, this idea? Diese Idee? This is an idea? Das ist nur eine Idee? I said, this is Bible. Das steht in der This is Bibel drinnen. scripture. Das ist die I Schrift. can read it to you right out of the Ich Bible. kann es dir direkt aus der Bibel And I vorlesen. thought, wow, what an extreme view. Wow, was für eine extreme Ansicht. And I'm just hearing things from north, south, east, west, Und ich- front, back, every which side. Und ich höre das von allen Seiten her. We don't know. Wir wissen es nicht. Do I have extra food at home? Habe ich jetzt extra Nahrungsmittel eingekauft? I do. Ja, habe ich. You know why? Wisst ihr warum? If something happens, Wenn etwas passiert, I want to be part of the solution and not part of the problem. will ich Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Because if something happens, I'm going to minister to all of my neighbors. Weil wenn etwas passiert, dann möchte ich allen meinen Nachbarn dienen I'm going können. to share Christ with all of them. Und ich möchte allen von ihnen von Jesus erzählen können. And I just want you to see, can you go to slide 15? This just came out this week. Das ist diese Woche No, rausgekommen. is that 15? I don't think that's 15. I don't think that's 15. 16? There's a photo there somewhere. Can you go to that? No, that's not it. No. That one, yeah, that's the photo. Is that slide 15? 22? What in the world? It's crazy. Okay. This just came out this week. This is, his name is Damien McBride. Das ist diese Woche rausgekommen. Sein Name ist Damien McBride. He's the ex-head of communications at the Treasury in London. Also er ist Teil der Schatzkammer in London He just sent this tweeter out to everybody. und er hat was getwittert. In a series of Twitter posts, an increasingly distressed Damien McBride today advised people to prepare for a financial crisis worse than that of 2008. Also in einer Reihe von Twitter-Nachrichten
war ein unglaublich beunruhigter Damon McBride, hat heute den Rat gegeben, dass sie sich vorbereiten sollen auf eine finanzielle Krise, die schlimmer ist als die 2008. as global stock markets continue to plummet. Weil die globalen Aktienmärkte weiter runterfallen. Mr. Bride said that Britain was close to reaching a similar point in 2008 Mr. McBride hat gesagt, dass Großbritannien ist dabei, einen ähnlichen Status zu erlangen wie damals in 2008, where he was within the Treasury top team als er damals in dieser Schatzmeister-Team dabei war. and predicted that a crisis 20 times worse is about to kick in. Und er sagt voraus, dass eine Krise 20 Mal schlimmer kommen wird. So he told all his Twitter people, Und er hat all seinen Nachfolgern oder Folgern auf Twitter gesagt, get some canned food for at least a month holt euch zumindest Dosennahrung für einen Monat and get some water. und holt euch viel This Wasser. is not a Christian. Und das ist kein Christ. So you're hearing things from one side. I called America. Du hörst die Sachen von einer Seite, dann habe ich in Amerika I angerufen. talked to my sister's finance man. Ich habe zum Finanzberater meiner Schwester I gesprochen. said, Dan, this is Rob. What's going on? Dan, hier ist Rob, was passiert He gerade? says, nothing. Er sagt, nichts. Nothing's going to happen. Don't Nichts worry wird about it. passieren, mach dir keine So Sorgen. you're hearing things from everywhere. Und du hörst von allen Seiten You don't lose Sachen. anything by being ready. Aber es hilft trotzdem. Jesus said, let not your hearts be troubled. Jesus hat gesagt, lasst eure Herzen nicht betrübt He sein. said that in John chapter 14, Er hat das in Johannes Kapitel 14 gesagt, at the beginning and at the end of the chapter. am Anfang und am Ende dieses Kapitels. He said, don't let your hearts be troubled. Er sagt, lasst eure Herzen nicht betrübt sein. You believe in God, believe also in me. Wenn ihr an Gott glaubt, dann glaubt auch an mich. At the end of the chapter, he said, Am Ende des Kapitels sagte my er, peace I give to you, ich gebe euch meinen Frieden. not as the world gives. Nicht so wie die Welt gibt, I give my peace to you. ich gebe euch meinen Frieden. Don't let your hearts be troubled, Lasst eure Herzen nicht and betrübt sein don't be afraid. und habt keine Angst oder fürchtet Now, euch nicht. When we started the church, Wenn wir diese Gemeinde gegründet haben, we were about 10 people, waren wir vielleicht 10 Leute and I was visited by a pastor in America. und ich wurde besucht von einem Pastor aus And he Amerika said to me, Rob, if you really want to build a church, und er hat zu mir gesagt, Rob, wenn du wirklich eine Gemeinde gründen willst, you should be here every Sunday, never ever miss. dann solltest du jeden Sonntag hier sein und verpasst keinen Don't be einzigen. running around Europe. Zieh nicht durch ganz Europa. Because people were just missionaries I knew. They were in East Germany, they were in Czechoslovakia, they were all over the place. Also ich kenne Missionare, die waren damals in der Tschechoslowakei und in Osteuropa und überall sonst. He said, be here every Sunday. Aber du sei hier jeden So I Sonntag. made a promise. Und ich habe ein Versprechen And I abgegeben. said, I'm not going anywhere, Ich habe gesagt, ich werde nirgendwo no matter hingehen, who invites me, egal wer mich einlädt, until we have 50 people in this church. bis wir nicht mindestens 50 Leute in dieser Gemeinde So haben. then one day we had some visitors from America, Und eines Morgens hatten wir Besucher aus Amerika and there was this big football player. und da war dieser große Footballspieler. And he was really great. He's a really great guy. Und er war wirklich ein großartiger And he Mann. said to me, Pastor Rob, Und I das- want to go to Romania. Er sagte zu mir, Pastor Rob, ich möchte mal Rumänien besuchen. And that's when Ceausescu was still there. Und das war, als Ceausescu noch dort And regiert I hat. said, look, I said to the Lord, I'm not going anywhere until there's 50 people in this church. Und ich habe zum Herrn gesagt, ich habe versprochen, dass ich nirgendwo hingehen werde, außer wir haben 50 Leute in der So Gemeinde. he started counting. Und er fängt an zum Zählen. And then he went 46, 47, 48, 49, 50. Und er zählte dann rauf bis 50. I said, there's 50 people in Er this sagt, es room? sind 50 Leute in diesem Raum. He said 47, 48, 49, 50. Sagt nochmal 47, 48, 49, 50. I said, where do you want to go? Und ich sage, wo willst du He hingehen? said, let's go to Romania. Er sagt, lass uns nach I Rumänien said, gehen. fine, I know Romanian pastors, let's go. Und ich sage, ja, okay, ich kenne ein paar So rumänische the Pastoren, lass uns hinfahren. next day we left. Am nächsten Tag sind wir hingefahren. And we were going to Oradea Wir fahren nach Oradea, to visit some friends um Freunde zu besuchen. in the third church, in the second church. In der dritten Gemeinde, in der zweiten Some of you Gemeinde. know Patrika Vidu Ich kenne ein paar Leute in Prikativo. and Patrika Vidu, Patrika Vidu and Pastor Veresh and Pastor different Veresh, people, Paul andere Nagrutz Leute. and different ones. And so we went. Und da sind wir hingefahren. So here it is. Und jetzt We're kommt's. coming, the sign says the Romanian border in 12 kilometers. Da ist dieses Schild, wo drin steht, dass die rumänische Grenze noch 12 Kilometer So I entfernt ist. said to the football player, Und ich sage es diesem who Footballspieler, was so big, he was touching me, you know.
Der war so groß gebaut, dass er mich berührt hat beim He was Autofahren. like 140 kilos. Er hat so 140 Kilo gehabt, He circa. was huge. Er war wirklich gewaltig. And I said to him, Und ich sagte zu ihm, while we're driving, während wir fahren, let's pray lass uns beten, because the border is only 12 kilometers away. weil die Grenze ist nur noch 12 Kilometer entfernt. And he said to me, Und er sagte zu mir, I like the guy. I'm not, he just said to me, und ich mag diesen Mann wirklich, er sagt zu mir, Pastor Rob, Pastor Rob, I'm a semi-pro football player, ich bin ein ehemaliger Profi-Footballspieler, captain of the defensive team. Kapitän des Verteidigungsteams. I've been in prison 3 years. Ich war 3 Jahre im Gefängnis. I've been stabbed. Ich wurde niedergestochen. There's nothing at that border that's going to frighten me. Da an dieser Grenze gibt es nichts, wovor ich Angst haben werde. I said, okay, Und ich habe gesagt, okay, let's go for it. gehen wir So we hin. pull into the border. Wir kommen hin zur Grenze. Everything is fine. Alles ist in Ordnung. Where are you guys going? Wohin geht ihr, Leute? Oh, we're going to the health spa. Wir wollen dahin fahren. To the health spa. Zum Gesundheitszentrum. To the health spa. To the health spa. Zum You know, Gesundheitszentrum. what's a health spa? Nobody knows what a health spa is? A Therme. Therme. A Therme. Yeah. We're going to the Wir Therme. fahren zur Therme. And they said, very good. Und ich habe gesagt, sehr They gut. said, there's a lot of nice girls at the Therme. Da gibt es viele schöne Frauen bei der Therme. Yeah, okay. And so we're sitting there completely relaxed. Und wir sitzen da ganz entspannt. There was just one problem. Es gibt nur ein Problem. The person I took home Die Person, die ich mit nach Hause genommen after we habe, were evangelizing on the street that week nachdem wir diese Woche auf der Straße evangelisiert haben, took all their tracks and they stuck them in my what do you call that thing? Yeah, handschuh, whatever that's called. also sie hat all ihre I Traktate can't ins speak Handschuhfach English getan. anymore. What is that called? The glove compartment. Compartment. Okay. And so everything is fine, and then they're checking through the car, Also alles ist in Ordnung, bis sie dann beginnen, das Auto zu and he durchsuchen. opens up the glove compartment, Und er öffnet das Handschuhfach. and I see him pull out this stack of Und tracks. ich sehe, wie er da so einen Stapel Traktate Who rausnimmt. put that in Und ich habe there? mir gedacht, wer hat das I reingesteckt? never keep tracks in there. Ich habe da nie Traktate drin. And his eyes were like, what is Und this? seine Augen haben so gesagt, was ist das? And he started yelling, Er hat begonnen and rumzuschreien. all these police started coming over, Und die Polizisten sind zu uns rübergekommen. and they came over with machine Sind guns, rübergekommen mit ihren and they Maschinengewehren. had Die dogs. hatten die Hunde And dabei. this guy with a big nose puts his nose in my Und face. dieser Mann mit der großen Nase steckt seine Nase in mein Who Gesicht. are you and where are you going? Wohin willst du? Wo bist du unterwegs? You are Ihr Christians. seid And Christen. we were in trouble. Wir waren wirklich in Schwierigkeiten. So they're yelling at me for a long time. Schreien mich für lange Zeit an. And then they say, pull your car up and wait. Sie haben gesagt, fahr da rüber und warte. So we pull the car up and we're waiting. Also wir parken da und warten. And then they got German shepherds there, everything, you Jetzt know. diese deutschen Schäferhunde. And then the football player turns to me and says, Und der Footballspieler dreht sich zu mir um und sagt, Pastor Rob, Pastor Rob, we're going home, right? wir kommen wieder heim, oder? I said, no, we're not going home. Ich habe gesagt, nein, wir kommen nicht nach Hause. He says, Pastor Rob, I just got married. Pastor Rob, ich habe unlängst geheiratet. I said, that's nice. Das ist schön. I said, this was your idea to come here, Ich habe gesagt, das war deine Idee, dahin zu fahren, not mine. nicht meine. And then he started getting emotional. Und dann wurde er emotional. He's getting really emotional. Er ist sehr emotional geworden. And then I said to him, Und ich habe zu ihm gesagt, if you don't stop, ich habe gesagt, wenn du nicht aufhörst, I'm going to slap you. dann werde ich dich schlagen, ohrfeigen. What was the point? Worauf wollte ich hinaus? We went in. Wir sind hineingefahren. We had the police following us all over the place. Die Polizisten sind uns überall nachgefolgt. We parked the car. Wir haben das Auto geparkt, We walked through buildings, Sind and then we durchgebäudet- finally durchgegangen, rendezvoused with the church. haben dann irgendwo die Gemeinde getroffen, We completed our mission, haben unsere Mission and abgeschlossen. then we were in a lot of trouble when we left. Und als wir raus wollten, waren wir wieder in großen But Schwierigkeiten. here's what I learned Und das ist, was ich dabei gelernt habe. about the peace of God. Über den Frieden Gottes. My peace I leave with you, Meinen Frieden, den lasse ich euch. not as the world. Nicht so wie die Welt. The peace of the world is number one. Der Friede der Welt ist erstens, Nothing is going to happen. nichts wird passieren. And this is the peace that this big guy had. Und das ist der Friede, den dieser große Kerl hatte. Pastor Rob, Pastor Rob, do you know who I am? weißt du, wer ich bin?
Number 2, Nummer 2. if something happens, do you know who I am? Wenn etwas passiert, weißt du, wer ich bin? Anything that happens, I can take it. Alles, was kommen wird, kann ich ertragen. But that's not the peace of God. Aber das ist nicht der Friede The Gottes. peace of God is Der Friede Gottes ist, no matter what happens, egal was auch passiert, whether I can take it or not, egal ob ich es ertrage oder nicht, God is in control. Gott hat die Kontrolle And darüber. that's our peace. Und das ist unser Friede. We don't know what will happen Wir wissen nicht, was passieren in wird our lives. in unserem Leben. I often look at the radar screen of my life, Ich schaue mir oft diesen Radarschirm meines Lebens an and there's like not a storm in sight. und ich denke mir, da ist kein Sturm in Sicht. Like, wow, just blue skies everywhere. Überall nur blauer Himmel. Doot, 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 doot. And out of nowhere, Und aus dem Nichts heraus suddenly there's a storm on the way, a hurricane on the radar screen. kommt auf einmal dieser Sturm auf den Radar, ein Hurricane. Somebody's sick, Jemand wird krank, somebody has a car accident, irgendjemand hat einen something Autounfall, happens in the States, irgendwas ist in den Staaten you get passiert. an email, and suddenly there's a storm. Du bekommst ein E-Mail und auf einmal ist dieser Sturm da. And our peace is never that nothing will happen. Und unser Friede sagt nie aus, dass einfach nichts passieren wird. And our peace is never that if something happens, we'll endure it. Und unser Friede sagt auch nicht aus, dass wenn etwas passiert, dass wir es ertragen werden. We probably will have to, Weil wahrscheinlich müssen wir es but it's ertragen. not through our strength. Aber nicht durch unsere Kraft. Our peace Unser Friede is that whatever happens, ist, egal was passieren wird, God is in control. Gott hat die Kontrolle. Do we have that yet? Can you go to verse 1? Thanks. Okay, 2 Timothy 1:7. 2. Timotheus 1,7. For God has not given us a spirit of timidity, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, cowardliness. der Feigheit. That means easily intimidated. Das bedeutet ganz leicht eingeschüchtert God sein. has given us a spirit of power, love, and discipline. Sondern Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit gegeben. Now go to the next verse. This is Matthew 2:3. Das ist Matthäus 2,3. When Herod the king heard that the wise men had come, he was troubled, and all Jerusalem with him. Als aber König Herodes gehört hat, dass die Weisen gekommen sind, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. What does it mean to be troubled? Was bedeutet es, bestürzt zu This is sein? an interesting word. It occurs again. Next verse. Das ist ein interessantes Wort und es kommt wieder, taucht wieder auf dem nächsten Vers. Luke 1:12. In Lukas 1,12. Zacharias was troubled when he saw the angel, and fear gripped him. Und als Zacharias ihn, den Engel, sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Next verse. Luke 1:29. Lukas 1,29. Mary sees the angel. Maria hat aber den Engel gesehen. But Mary was very perplexed, same word, at this statement and kept pondering what kind of salutation this was. Maria wurde wieder sehr bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Up to now, the German word is the same, Bis jetzt war das deutsche Wort immer dasselbe, but it will change. aber es wird sich ändern. Jesus said to Martha, Jesus sprach zu Martha: "My dear Martha, Liebe Martha, you are worried and upset or troubled over all these details." du bist besorgt und beunruhigt oder bestürzt um viele Dinge. Right? Now we're using the word beunruhigt. Jetzt steht right? da im Deutschen beunruhigt. In King James, troubled. Now, John 5:4. Johannes The 5,4. angel of the Lord went down at a certain season into the pool and stirred up the water, troubled the water. Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wieder im Griechischen dasselbe Wort, So bestürzt. what this word troubled means, Was das Wort bestürzt bedeutet, it means to be stirred up, es bedeutet aufgewirbelt zu werden. either in a positive or a negative way, Auf eine positive oder eine negative Art in und your Weise. thoughts, in your emotions, in your spirit. In deinen Gedanken, in deinen Emotionen oder in deinem Geist. Something is affecting you and moving inside of you. Etwas beeinflusst dich und bewegt etwas in dir drinnen. Now, the Jews were stirring up the Gentile churches Die Juden haben die heidnischen Gemeinden aufgewirbelt, that Paul had established. die Paulus gegründet And they were hatte. making trouble by stirring people up against Paul. Und die haben Probleme verursacht, indem sie die Leute gegen Paulus aufgebracht But haben. here you see the word is not a negative, Aber hier seht ihr, das Wort ist eben nicht that negativ, the angel would stir up the water sondern der Engel bewegt das Wasser. and just mix it up, and I don't know what he would do, just Also was immer gemacht hat, ob bubble er es it, gerührt hat oder
make it bubble or aufgewühlt hat. next verse. When Jesus therefore saw Mary weeping, he was deeply moved in spirit and was troubled. Als nun Jesus sie weinen sah, Maria, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. This is at the death of Lazarus. Das war beim Tod des Now Lazarus. this word troubled cannot be a negative thing here. Und dieses Wort erschüttert, das kann nicht negativ gemeint It sein, means that Jesus was stirred up sondern Jesus wurde aufgewühlt. because the next thing he says Weil das nächste, was er gesagt is, hat, where have you laid him? er fragte, wo habt ihr ihn hingelegt? So he was stirred Er war eben aufgewühlt, bewegt. into action. Er wollte agieren. He saw Mary weeping. Er hat gesehen, wie Maria geweint hat. Lord, if you had been here, my brother would not have Sie hat died. gesagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. And she was sobbing and sobbing. Und sie hat geweint und And the geweint. other people were sobbing. Und die anderen Menschen haben ebenfalls geweint. And Jesus was deeply moved. Und Jesus war tief bewegt. And then he was stirred. Und dann war er innerlich bewegt, He was aufgewühlt. stirred into action. Er war so bewegt, dass er etwas tun wollte. Now John 12:27. Jetzt Johannes 12, 27. My soul has become troubled. Jetzt ist meine Seele bestürzt. And what shall I say? Und was soll ich sagen? Father, save me from this hour. Vater, rette mich aus dieser Stunde. But for this purpose I came to this hour. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. So now Jesus is stirred by the anticipation of death on the cross Also Jesus ist bestürzt durch die Erwartung an seinen Tod am Kreuz and all the beatings he will take. und all die Schläge, die er tragen muss. Next verse. John 13:21. Johannes 13, Vers When 21. Jesus had said this, Als Jesus dies gesagt hatte, what he had said is someone is going to betray me. was er vorher gesagt hatte, war, jemand wird mich verraten. He became troubled Wurde er im Geist in erschüttert spirit and testified and Geist. said, und er bezeugte und sprach, truly, truly, I say to you that one of you will betray me. wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich There überliefern. was a deep stirring in his spirit. Da war dieses tiefe Aufgewühltsein in seinem Geist. Next verse. Now, John 14:1. Johannes 14, Do 1. not let your heart be troubled. Euer Herz werde nicht bestürzt. It's a command. Ist ein Gebot. It's something that we do. We don't let our heart be troubled. Das ist etwas, was wir tun müssen. Wir lassen nicht zu, dass unser Herz But bestürzt wait a wird. minute. Jesus' heart was troubled. Aber im Moment, Jesus, sein Herz war bestürzt. But what Jesus is talking about here is not be troubled in light of what he was saying. Aber was Jesus hier nicht gemeint hat, ist, dass er nicht bestürzt werden soll im Lichte dessen, was er gesagt hat. Because he had just talked about being betrayed Sondern er sprach gerade darüber, dass er verraten werden würde and dying. und dass er sterben müsste. And they were troubled Und dadurch waren sie that bestürzt, he was leaving. dass er sie verlassen würde. And he said, don't let your heart be troubled by what I just said. Und er meinte, lasst euer Herz nicht dadurch bestürzt sein durch das, was ich euch gesagt Believe in habe. God, Ihr glaubt an Gott, believe also in me. glaubt auch an mich. And what it means to believe in me is in the future tense, be believing in me continually. Und dieses glaubt an mich, das steht in Zukunft geschrieben. Also glaubt fortwährend an mich. I'm leaving. Ich werde euch verlassen. I won't be here. Ich werde nicht mehr da But you sein. believe in God? Aber glaubt ihr an The Gott? same way you believe in God, you believe in me when I'm not here. Genauso wie ihr an Gott glaubt, glaubt ihr auch an mich, wenn ich nicht mehr da bin. In my Father's house are many dwelling places. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. If it were not so, I would have told you. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch es gesagt haben. For I go to prepare a place for you. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. If I go and prepare a place for you, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, I will come again. so komme ich wieder. You see, I always see those verses. Und seht ich, also mir fallen immer diese Verse in die I Augen. always see those 4 words, I will come again. Ich sehe immer wieder diese 4 Worte, so komme ich wieder. And receive you to myself, Und werde euch zu mir nehmen, that where I am, there you may be also. damit auch ihr seid, wo ich bin. See, I imagine these things in my mind. Und ich stelle mir diese Dinge wirklich vor in The meinem Kopf. moment I'm going to see Jesus, what will it be like? Wie wird dieser Moment sein, in dem Moment, wo ich Jesus sehe? Now we'll close. Jetzt schließen wir John ab. 14:27. Johannes 14, Here's 27. the verse. Hier kommt der Vers. Peace I leave with you. Frieden lasse ich euch. My peace I give to you. Meinen Frieden gebe ich euch. Not as the world gives do I give to you. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Don't let your heart
be troubled. Euer Herz werde nicht bestürzt. Don't let it be stirred up in a negative way by what I've said. Lasst es nicht auf eine negative Art und Weise aufgewühlt sein durch das, was ich gesagt habe. Nor let it be fearful. Und lasst es auch nicht furchtsam sein. But our hearts can be stirred up in a very positive way. Aber unser Herz kann auf sehr positive Art und Weise aufgewühlt Just werden. like the angel stirred the water. So wie der Engel das Wasser aufwühlte. And the verse that will make the difference, Und der Vers, den der Unterschied macht, ist der nächste. and we'll close with this. Mit dem wollen wir abschließen. Let the peace of Christ rule in your hearts and be thankful. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen und seid dankbar. Whatever you believe Woran auch immer du for the glaubst, next few months, für die nächsten paar Monate, let the peace of God rule. lasst den Frieden Gottes in dir That regieren. word rule means to govern. Dieses Wort herrschen meint eben auch regieren. It means to govern. It means to umpire. Es bedeutet auch, wie so ein Schiedsrichter zu sein oder zu richten. And this is the definition that the Amplified Version gives for that one word. Und das ist eben die Definition aus der Amplified-Version für dieses eine Wort. Let the peace of Christ act as umpire, continually deciding and settling with finality all questions that arise in your mind. Also lasst den Frieden Christus handeln wie einen Schiedsrichter fortwährend, dass er entscheidend und endgültig beschließt oder alle deine Fragen beantwortet, die in deinen Gedanken hervorkommen. All of us need to exercise this verse. Und alle von uns müssen diesen Vers immer wieder ausüben. Let the peace of God Lass den Frieden Gottes rule in your heart. in deinem Herzen regieren. Whatever you decide to believe or not believe, Egal, auf was du glauben willst oder nicht glauben whatever you willst, decide to do or not to do, egal, wozu du dich entschließt, dass du tust oder let nicht the tust, peace of God rule in your heart. lass den Frieden Gottes in deinem Herzen And regieren. don't be troubled in a negative way. Und lasst euch nicht auf eine negative Art und Weise aufwühlen. But also, don't block out the stirring of the Spirit, Aber haltet auch nicht den Geist davon ab, dass er euch eben aufwühlt, which may stir you up der euch vielleicht aufwühlen will, to do something miraculous. dass ihr etwas Unglaubliches tut. Jesus was stirred up, Jesus war aufgewühlt and then he said, und hat gesagt, where have you laid him? wo habt ihr ihn hingelegt? And he did the greatest miracle of his ministry. Und er hat das größte Wunder seines Dienstes getan, After he was stirred up in the Spirit, nachdem er im Geiste aufgewühlt war. Lazarus, come forth. Lazarus, komm raus. And this is where we are. Und genau hier stehen wir. Don't let your heart be troubled in a negative way. Lass dein Herz nicht auf negative Art und Weise bestürzt sein. Believe in Jesus. Glaub an Jesus. He's in control. Er hat die Kontrolle. Our peace is not that nothing will happen. Unser Friede sagt nicht aus, dass nichts passieren Our wird. peace is not that something will happen. Unser Friede sagt nicht aus, es wird etwas passieren. Our peace is not that whatever happens, I am tough enough. Unser Friede sagt auch nicht aus, egal was passieren wird, ich bin stark genug. Our peace is whatever happens, Unser Friede sagt, was immer auch passieren wird, whether I'm tough enough or not, egal ob ich stark genug bin oder nicht, God is in control. Gott hat die Kontrolle. That's where my peace is. Da liegt mein Friede. Okay. Father, we thank you this morning Vater, wir danken dir heute Morgen for your peace. für deinen Frieden. And I thank you for each one here today. Und ich danke dir für jeden Einzelnen heute hier. And Father, I pray for our church Vater, ich bete für unsere Gemeinde, that you would speak to each one of us individually, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. and that every one of us would go before you Dass wenn jeder von uns einmal vor dir steht and say, Lord, stir my heart und sagt, Herr, rühre mein Herz auf, the way that you would want it to be. so wie du es machen willst. Rule my heart. Regiere in meinem Herzen. Give me your peace, Schenk mir deinen Frieden, either to do nothing or do something, entweder nichts zu tun oder etwas zu but tun. let me be convinced in my heart. Aber lass mich überzeugt sein in meinem Herzen. And maybe you're here this morning, you've never given your heart to Jesus. Und vielleicht sind Sie heute Morgen hier und haben Ihr Herz noch nie Jesus So gegeben. if you were to die Und wenn Sie heute sterben, today, where would you go? wo würden Sie hingehen? Jesus died on a cross Jesus starb am Kreuz, about the size of the one on the stage here ungefähr an einem Kreuz so groß wie dem hier auf der Bühne, for us für uns, as God's Lamb. als Gottes He Lamm. rose from the dead. Er ist auferstanden von den He's Toten. alive today. Er lebt He heute. loves you. Er liebt He dich. knows your name. Er kennt Ihren Namen. He knows the circumstances of your life. Er kennt jeden Umstand in Ihrem He Leben. wants to come into your life. Er möchte in Ihr Leben kommen. Pray a simple prayer.
dann beten Sie ein einfaches Gebet. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meinen Sünden. Be my Lord, be Sei my mein Savior. Herr, sei mein Retter. Can you say those words quietly? Können Sie diese Worte leise aussprechen? Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meinen Sünden. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want to see you. Ich möchte dich sehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, don't tell my wife that I mentioned these things today. Sagt meiner Frau bitte nicht, dass ich da heute wieder darüber gesprochen habe. I'll just tell her that the recording didn't work. Ich habe